Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich habe hier mal ein bisschen was aufgebaut und zwar geht es heute am Opel weiter. Ich möchte heute mich dem Thema Bremsen an der Hinterachse widmen. Es war ja jetzt ein Video dazwischen, wo ich euch ein bisschen Fahrbilder vom Camaro gezeigt habe. Aber jetzt geht es wie gesagt beim Opel weiter. Beim Camaro gibt es zwar auch noch einiges zu tun, das schiebe ich jetzt aber ein bisschen nach hinten. Was erneuere ich? Auf jeden Fall die Bremsscheibe. Dann habe ich mir neue Bremssättel für die Hinterachse besorgt, weil die sehr schlecht aussahen. Die möchte ich auch erneuern. Dann ist eben entsprechend Bremsleitungen, 2 kleine kurze. Ich hoffe, die passen, finden wir dann raus. Zusatzmaterial oder Befestigungsmaterial für die Handbremse an der Hinterachse. Ein entsprechender oder 2 neue Verschleißkontakte. Ein bisschen Befestigungsmaterial. Ich weiß gar nicht, ob das für den hinteren Bremssattel tatsächlich relevant ist. Müssen wir dann gleich mal gucken. Oder ob das für den vorderen ist. Ich habe jetzt mal die Sachen rausgeholt, wo ich denke, die gehören zur Hinterachse. Dann, wie gesagt, neue Belege für die Feststellbremse. Die schaue ich mir aber an. Wenn die Belege noch in Ordnung sind, würde ich die vorhandenen Belege noch drin lassen. Aber falls die eben verschlissen sind, habe ich hier auch neue Belege für die Feststellbremse, also Handbremse. Und natürlich neue Beläge für die entsprechenden, ja, für die Scheibenbremse auf der Hinterachse. Da müssen wir dann auch mal gucken. Ich hoffe, das passt alles zusammen. Das finden wir jetzt gemeinsam raus. Und wie gesagt, Ziel ist es, dass ich heute oder vielleicht auch, ja, vielleicht werden es auch 2 Videos, mal gucken, wie gut ich vorankomme oder ob es irgendwelche Schrauben gibt, die mir Probleme bereiten. Auf jeden Fall Ziel ist es, die Hinterachse abzuschließen. Fahrwerkstechnisch waren wir ja jetzt durch. Jetzt fehlt eben noch die Bremse. Und wenn das erledigt ist, wären wir an der Hinterachse insgesamt erstmal durch. Ich packe euch jetzt in den Zeitraffer und wir widmen uns der Erneuerung bzw. Reparatur der Bremse an der Hinterachse. So, doch noch kein Zeitraffer. Ich habe mir jetzt erstmal die Beifahrerseite vorgeknöpft und zwar off-camera. Da ich dachte, dann habe ich ein bisschen Erfahrung gesammelt. Dann geht es im Zeitraffer auf der Fahrerseite hoffentlich ein bisschen schneller. Das ist also jetzt die Erklärung. Ich zeige euch das gleich alles noch im Zeitraffer. Ich habe jetzt aber schon mal, ja, in Anführungszeichen vorgearbeitet und eine Seite schon mal zerlegt. Da drüben ist der alte Bremssattel. Da ist jetzt schon der neue Bremssattel. Leitung habe ich schon angeschlossen. Die Leitung hinten habe ich jetzt noch nicht gewechselt. Weiß ich auch noch nicht, ob ich das heute mache. Ich versuche mich jetzt erstmal auf die Scheiben und auf die Bremssättel mit neuen Belegen zu konzentrieren. Was ich euch jetzt noch mitgeben wollte, wo ich Probleme hatte, bevor wir in den Zeitraffer starten. Und zwar hatte ich das Problem, die Bremsscheibe gelöst zu bekommen. Wir haben ja hier, man sieht das, so ein bisschen wie bei einer Trommelbremse, innen drin nochmal Belege für die Handbremse. Das heißt, wenn wir die Handbremse betätigen, dann läuft das über diese Bremsbacken hier oder ja, Bremsklötze. Man kann auch sehen, die sind auch ordentlich im Futter. Die brauche ich also nicht zu erneuern, das passt. Ich habe jetzt hier schon mal ganz grob ein bisschen ja, mit der Drahtbürste und mit entsprechendem, ja, Schleifvlies das ein bisschen sauber gemacht. Habe auch, weil ich hier oben den Anschluss gelöst hatte, um den Bremssattel zu tauschen, also den Bremsleitungsanschluss getauscht hatte, ist auch ein bisschen Bremsflüssigkeit ausgetreten. Das habe ich jetzt hier alles großzügig mit Wasser neutralisiert. Das ist ganz wichtig, wenn euch da irgendwas daneben tropft, dass ihr das mit Wasser entsprechend neutralisiert, damit es dann nicht korrodiert oder halt, wie gesagt, irgendwas beschädigt. Gut, hier ist jetzt alles schon so korrodiert, das macht auch keinen großen Unterschied, aber generell eben, wie gesagt, wenn Bremsflüssigkeit austritt. Ich hatte zum Beispiel auch ein bisschen was am Dämpfer hinten und der ist ja ganz neu. Da wäre es super schade, wenn man sich das dann gleich wieder versaut, denn die Bremsflüssigkeit, die greift halt den Lack sehr stark an und dann würde es eben dazu führen, dass der Lack leidet oder kaputt geht. Wie gesagt, ich hatte Probleme, die Bremsscheibe abzunehmen. Woran lag das? Also zum einen stimmt scheinbar meine Erklärung im Buch nicht oder es war dann einfach nur Zufall, dass es abging. Worauf müsst ihr achten? Wenn die Bremsscheibe hier drauf sitzt, habt ihr ja auch wieder eine Arretierungsschraube. Das ist die Bremsscheibe und hier haben wir eine Arretierungsschraube. Das sieht man, da ist so ein kleiner Versatz oder so eine Nut, wo die Schraube dann versenkt wird. Das ist diese Schraube hier. Die wird da versenkt und arretiert die Bremsscheibe mit der Radnabe. Und dann, wenn ihr sozusagen den Sattel gelöst habt, dreht ihr die Bremsscheibe in die Position, dass ihr mit dem Loch, was hier ist, hier durchgucken könnt auf diese Einstellmutter. Und warum zeige ich euch das jetzt? Weil das total blöd in meinem Reparaturleitfaden beschrieben war. Da war von einer Mutter die Rede. Ich würde das jetzt nicht als Mutter bezeichnen.
Das sieht für mich eher wie ein Zahnrad aus. Und es ist auch ganz schwer, dort was zu erkennen, weil wenn man mit der Taschenlampe hier reinleuchtet und dann auch einen Schraubenzieher einführt, sieht man gar nichts mehr. Leuchtet man irgendwo an der Seite rein, sieht man auch nichts. Also unterm Strich sieht man einfach nichts. Und was habe ich gemacht? Ich habe es dann nach Gefühl. Ich bin hier rein. Ich denke, man sieht das jetzt. Dann kommt der Schraubenzieher da hinten durch. Und dann habe ich eben entsprechend von außen durch die Bremsscheibe dieses Zahnrad bewegt. Ich denke, man kann das sehen. Ich versuche das jetzt mal für euch einzufangen. Ja, will schon wieder nicht. Das ist nämlich genau auch das Problem gewesen. In meiner Anleitung stand, man soll die haben das Mutter genannt, ich nenne das kleines Zahnrad, nach oben drehen, solange bis ein Widerstand zu spüren ist. Da habe ich die Bremsscheibe aber nicht abbekommen. Also habe ich einfach in die andere Richtung das Ganze gedreht. Ja, ich denke, jetzt kann man das auch sehen, dass sich das Zahnrad bewegt. So, und als ich das dann nach unten dann gedreht habe, also für mich ist von oben nach unten ist das nach unten und beschrieben war, ich hätte von unten nach oben drücken sollen. Ja, hat genau in die andere Richtung funktioniert. Ich habe es, wie gesagt, nach unten gedreht und dann konnte ich die Bremsscheibe auch abnehmen. Wie gesagt, die Bremsleitung habe ich schon wieder angeschlossen. Ich habe das jetzt hier aufgelegt, damit da keine Spannung ist. Jetzt hole ich die neue Bremsscheibe, montiere das, mache das auf der Seite fertig. Werde hier auch noch ein bisschen Rostumwandlung auftragen mit dem Pinsel, damit das da nicht weiter korrodiert hier innen drin. Werde das nochmal ein bisschen sauber machen, auch hier die Auflagefläche. Und das aber, wie gesagt, nur als Vorabinformation, wenn wir dann jetzt gleich in den Zeitraffer auf die andere Seite springen, dass ihr das einmal im Hinterkopf habt, wenn ihr die Bremsscheibe lösen wollt. Ich hätte gesagt, probiert es einfach aus, entweder nach oben schieben oder nach unten schieben oder beziehungsweise drehen. Also sprich dieses Zahnrad, wenn ihr das nach oben oder nach unten dreht, was bei euch funktioniert, um dann die Bremsscheibe abnehmen zu können. Im Buch steht nach oben, wie gesagt, bei mir war es jetzt nach unten, keine Ahnung, deswegen einfach ausprobieren. So, ich mache das jetzt fertig und für euch geht es jetzt aber wirklich im Zeitraffer auf der anderen Seite weiter. So, jetzt müsstet ihr den Zeitraffer gesehen haben zur Demontage. Ihr seht jetzt auch, hier ist natürlich ein bisschen Bremsflüssigkeit reingetropft, als ich da oben den Bremssattel gewechselt habe. Ansonsten, wie gesagt, sehen hier die Beläge oder beziehungsweise die Handbremsbeläge auch noch gut aus. Interessant war jetzt auf der Seite, hat es tatsächlich so funktioniert wie im Leitfaden. Das heißt, hier habe ich jetzt das Zahnrad nach oben gedreht. Also sprich,
wenn ich hier mit dem Schraubenzieher rein bin, dann nach oben. Dann haben sich die Beläge gelöst oder beziehungsweise ich konnte die Bremsscheibe abnehmen. Auf der Beifahrerseite war es genau andersrum. Fragt mich nicht, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe es ja vorher erwähnt, am besten einfach ausprobieren. Hier oben, das habt ihr wahrscheinlich nicht so gut gesehen im Zeitraffer, da ist jetzt der Anschluss vom Bremsschlauch oder beziehungsweise von der Bremsleitung. Den, wie gesagt, habe ich jetzt erst umgebaut, als dann der Sattel, also beide Sattelschrauben vom alten Sattel lose waren, damit da nicht so lange die Bremsflüssigkeit raustropft. Ein bisschen was, wie gesagt, ist jetzt immer rausgetropft. Ich denke, ganz ohne schafft man es nicht, es sei denn, man klemmt da hinten den Schlauch ab. Aber das wollte ich bei dem alten Schlauch jetzt nicht riskieren und den will ich nicht auch noch heute wechseln. Das mache ich dann irgendwann anders ohne Kamera. Das wird bestimmt ein mega Gefummel. Deswegen, wie gesagt, habe ich jetzt zuerst die beiden großen Schrauben hinten gelöst am Bremssattel. Das sind übrigens, also dafür braucht ihr übrigens eine 19er Nuss und werde sie dann ohne Schraubensicherung wieder einsetzen. Ich mache das bei meinen Fahrzeugen eigentlich immer so, beziehungsweise ohne Schraubensicherung ist nicht ganz richtig, denn hier ist ja noch ein bisschen was im Gewinde drin. So stark werde ich das nicht sauber machen. Das heißt, ein bisschen Schraubensicherung bleibt übrig. Jetzt, wie gesagt, würde ich einmal die ganze Geschichte hier reinigen, dass wir das so ein bisschen entrosten und sauber pusten, auch die Löcher. Dann werde ich hier wie auf der anderen Seite auch entsprechend Rostumwandler auftragen, dass es dann nicht weiter rostet. Und dann geht es mit dem Zusammenbau weiter. Eine Sache vielleicht noch, bevor ich das vergesse: Um dort hinten die Leitung zu lösen, braucht ihr einen entsprechenden Schlüssel für Bremsleitungen oder Bremsanschlüsse. Und dann ist es ein 10er. Also wie gesagt, um den Bremssattel vom Radträger zu lösen, 19er Nuss. Und zum Lösen der Bremsleitung eben entsprechender Bremsschlüssel mit Größe 10. Dann funktioniert das. Jetzt aber ab in den Zeitraffer zum Reinigen. So, jetzt müsstet ihr im Zeitraffer gesehen haben, wie ich entsprechend alles auf der Fahrerseite wieder zusammengebaut habe. Hier ist jetzt, wie gesagt, Beifahrerseite. Hier war ich ja schon fertig. Damit hatte ich ja angefangen. Da hinten ist es jetzt so, dass alles trocken ist. Jetzt habe ich natürlich noch keinen Druck drauf gegeben. Ich muss ja eh noch mal entlüften. Ich weiß aber noch nicht, ob ich vielleicht auch an der Vorderachse
die Bremssättel tausche, muss ich mir dann anschauen, wie der Zustand ist, der Bremssättel. Hier an der Hinterachse waren die einfach so rostig, das wollte ich nicht lassen, und aufarbeiten ist dann auch wirklich eine Schweinearbeit, und so teuer waren die nicht, glaube ich 60 € oder 80 € für beide Bremssättel. Dann habt ihr gesehen, ich habe hier die Federn wieder eingesetzt, oder beziehungsweise die Haltestifte inklusive der Feder. Auf der Fahrerseite, wo ich das gefilmt habe, hat es natürlich nicht so gut funktioniert, denn da gab es einen kleinen Fertigungsfehler bei den Bremsbelägen, und zwar hinten am Bremsbelag ist ja so ein kleines Blech aufgesetzt, das soll Quietschen verhindern, und das war an der einen Öffnung war das nicht komplett sauber positioniert, das heißt, die Öffnung war ein bisschen kleiner, da habe ich ein bisschen nacharbeiten müssen, deswegen hatte das da ein bisschen gehakt, aber ansonsten hat das gut funktioniert. Am besten, wie gesagt, mit so einem kleinen Meißelwerkzeug das einschlagen. Und wenn ihr es lösen wollt, habt ihr ja gesehen, weil ich auf der anderen Seite es nochmal lösen musste, mit einem kleineren Meißel eben von hier hinten wieder gegenhauen, dass die wieder rauskommen. Die muss man eigentlich nicht ständig ersetzen, aber also die Originalen, die waren jetzt wirklich so lange drin, die wollte ich auf gar keinen Fall verwenden. Deswegen hatte ich mir die eben hier noch neu mit dazu gekauft, um das auch noch wechseln zu können. Jetzt ist das also, wie gesagt, alles frisch. Wir haben neue Belege, einen neuen Bremssattel, neue Bremsscheibe. Die Belege von Feststellbremse, also von der Handbremse, die sahen gut aus. Und jetzt zeige ich euch noch die Fahrerseite. So, jetzt sind wir hier auf der Fahrerseite. Das ist ja das, was ihr auch im Zeitraffer gesehen habt. Ich hatte auch hier hinter der Bremsscheibe entsprechend entrostet und mit Rostumwandler das Ganze eingepinselt. Das ist jetzt nicht ideal, aber sollte auf jeden Fall den Rost ein wenig stoppen. Und hier ist eben auch alles neu. Und hier war eben das Problem, dass einer von den Bremsbelegen dieses Plättchen nicht ganz zentriert war. Deswegen wollte es erst nicht rein. Das passt jetzt auch. Hier oben können wir auch mal gucken. Ist auch trocken. Wie gesagt, muss ich dann nochmal kontrollieren und prüfen, wenn ich entlüfte und Bremsflüssigkeit erneuere. Das mache ich aber erst, wenn ich an der Vorderachse fertig bin. Ansonsten habe ich jetzt alles entsprechend auch mal mit Wasser neutralisiert, weil ja ein bisschen Bremsflüssigkeit ausgetreten war. Und mit Wasser kann man das am besten neutralisieren. Ansonsten zeige ich euch jetzt noch die Schrauben. Denn die Schrauben hinten am Bremssattel habe ich jetzt auch gemäß Informationen aus meinem Wartungshandbuch festgezogen. Dafür wechseln wir einmal die Perspektive. So, jetzt sind wir hinten am Bremssattel, da wo die beiden Schrauben sind, die den Sattel halten. Die habe ich jetzt auch mit Drehmoment festgezogen. Laut meinem Wartungshandbuch bekommen die 80 Newtonmeter. Das habe ich jetzt entsprechend gemacht. Wie gesagt, neue Schraubensicherung habe ich nicht aufgebracht. Das war mir einfach zu wild. Ich fahre ja auch mit meinem M2 auf der Rennstrecke, und da mache ich auch keine Schraubensicherung drauf, und da hat sich noch nie was gelöst. Insofern denke ich, deswegen handhabe ich das hier jetzt genauso und hoffe auf das Beste. Außerdem kann man ja das auch von Zeit zu Zeit kontrollieren. Ich habe jetzt, wie gesagt, einen geraden Strich gemacht, hier auf der Fahrerseite, als auch da drüben auf der Beifahrerseite. Ihr seht es jetzt wahrscheinlich nicht, aber damit könnte ich dann auch feststellen, wenn sich da was lösen oder verdrehen sollte. Sollte aber nicht der Fall sein. Aus meiner Erfahrung funktioniert das immer sehr gut. So, und damit hätte ich gesagt, sind wir für heute fertig. Das heißt, ich habe jetzt die Bremse an der Hinterachse erneuert, bis auf das, was sich darunter befindet. Also die Handbremse, die habe ich sozusagen nicht erneuert, aber da war der Belag noch in Ordnung, und der kriegt ja auch keine wirkliche Belastung ab. Das wird ja nur ist ja nur in Verwendung, wenn man die Handbremse anzieht oder betätigt. Insofern ist an der Hinterachse jetzt wieder alles in Ordnung. Alles ist mit Drehmoment festgezogen. Wie gesagt, 80 Newtonmeter die Schrauben. Die Zentralschraube hatte ich jetzt leider nicht neu. Die habe ich nur gereinigt und dann wiederverwendet. Ansonsten habe ich hier alles erneuert. Insofern sieht das echt schick aus. Wir haben jetzt hier aufhängungstechnisch das, was ging oder was ich jetzt halt so bestellt habe, alles erneuert. Also Pendelstützen, diese kleinen Querstreben habt ihr ja in den vorherigen Videos gesehen, Fahrwerk, Dämpfer und eben jetzt auch Bremse. Irgendwann off-camera werde ich noch den kleinen Bremsschlauch machen, der die harte Bremsleitung mit dem Rest der Bremsleitungen verbindet. Ich zeige euch das mal. Und zwar ist das der Bremsschlauch, der da hinten jetzt zu sehen ist. Den will ich dann off-camera auch mal nochmal erneuern. Ja, das wird aber sicherlich ein riesiges Gefummel. Deswegen mache ich das off-camera. Da ärgere ich mich nur, wenn ich das versuche, auf der Kamera einzufangen und es dann einfach immer nie geht, weil kein Platz ist. Aber den werde ich auch noch erneuern. Das reiche ich wahrscheinlich irgendwann nochmal nach, dass ihr das seht. So, und somit sind wir mit der Hinterachse erstmal auf einem guten Stand. Und ich würde sagen, im nächsten Video schauen wir uns entweder Auspuff an, dass ich den wieder anbaue, weil dann könnte ich das Fahrzeug auch wieder starten, ohne dass es abartig laut ist. Oder aber es geht am Fahrwerk an der Vorderachse weiter. Das weiß ich jetzt noch nicht, je nachdem, wo ich mehr Lust drauf habe. Wahrscheinlich werde ich erstmal Auspuff machen. Und ja, so arbeiten wir uns Stück für Stück weiter voran. Ob der April wirklich zu halten ist bezüglich TÜV, ich weiß es nicht. Wir haben jetzt Ende März.
Das wird schon sehr sportlich. Ich denke mal eher Mai oder so. Aber ich probiere es. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit einschaltet. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.